Mein Name ist Daniel Grossmann. Ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Es ist in der Wissenschaft ein viel diskutiertes Thema, ob Gustav Mahler freiwillig zum Katholizismus konvertierte oder ob es mehr aus gesellschaftlichen Zwängen heraus war. Gustav Mahler wurde 1860 in Böhmen geboren, in Kalisz. Deutliche Hinweise auf seine jüdische Herkunft sind, dass er mit 7 Tagen nach jüdischer Tradition beschnitten wurde, dass er mit 13 Jahren seine Bar Mitzwa feierte. Sein Vater war ein assimilierter Jude, der eine Schnapsbrennerei hatte, also mit der jüdischen Religion von der Profession her nichts zu tun hatte. Allerdings engagierte er sich später, als die Familie in Iglau wohnte, sehr viel in der jüdischen Gemeinschaft. Die Mutter lebte ein jüdisch frommes Leben. Der einzige Hinweis auf ein Familienmitglied, das wirklich direkt zu tun hatte mit dem jüdischen Glauben, war der Urgroßvater Abraham, der ein Kantor in der Synagoge war. Mit 15 Jahren verließ Gustav Mahler sein Elternhaus, er ging nach Wien zum Studieren und 5 Jahre später erreichte ihn eine deutsch-nationale Welle. Er begeisterte sich für die Musik von Richard Wagner und das war auch die Zeit, als er zu Allerseelen einer verstorbenen katholischen Freundin gedachte. Und dieses Vorkommnis wird allgemein in der Musikwissenschaft als das Ereignis gesehen, bei dem sich Gustav Mahler dem Katholizismus hinwendete. Dennoch gibt es sehr, sehr unterschiedliche Hinweise in Briefen, in Aussagen von Freunden, wie weit diese Hinwendung, wie weit die ging, ob er wirklich tiefe katholische Gefühle hatte, was man aus seinem Werk meinen könnte, und dem gegenüber stehen aber Aussagen aus Briefen oder Zeitzeugenberichten von Freunden, die ein ganz anderes Bild zeichnen. Fest steht, dass 1897 mit 37 Jahren Gustav Mahler in Hamburg zum Katholizismus konvertierte, allerdings genau in dem Jahr, als er den Posten als Generalmusikdirektor in der Hofoper in Wien annahm. Und es war undenkbar, dass er als Jude diesen Posten bekommen hätte. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass Gustav Mahler das aus gesellschaftlichen Zwängen heraus getan hatte. Und für mich ist dafür auch ein deutliches Zeugnis, dass er einem Freund gesagt hat, dass es ihn sehr viel Überwindung gekostet hat, zum Katholizismus zu konvertieren und dass er im Wesentlichen aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus agiert hat. Er hätte als Dirigent, und das war sein Haupteinkommen, unmöglich als Jude eine exponierte Stellung im Musikleben damals in Europa bekommen können. Wir haben in der Synagoge in Heinsfahrt gemeinsam mit dem jungen Bariton Ludwig Mittelhammer die frühen Lieder von Gustav Mahler, die kaum bekannt sind, eingespielt. Und ich hoffe, dass ihr euch diese Videos anschaut und die Musik anhört. Eine ganz wunderbare Musik, die vollkommen zu Unrecht so selten aufgeführt wird. Abonniert unseren Channel und kommentiert unsere Videos.